Seit knapp 3 Monaten wohnen wir in dieser kleinen Hütte im hohen Norden Norwegens, weit nördlich des Polarkreises. Das kleine Dorf, das wir vorübergehend unser neues Zuhause nennen, liegt etwas abgeschieden an einem Fjord, umgeben von Bergen und wilder Natur. Hier ist es unglaublich ruhig. Autos fahren nur selten vorbei und wenn man in den Bergen unterwegs ist, trifft man keine Menschenseele mehr. Vieles ist genau so, wie wir es uns im Vorhinein erträumt hatten. Haben wir hier das für uns perfekte Leben gefunden? So faszinierend Norwegen auch ist, die Dunkelheit der letzten Wochen und diese Abgeschiedenheit machten uns ganz schön zu schaffen. Davon haben wir euch im ersten Video ja bereits erzählt. Doch mittlerweile hat sich einiges verändert. Die Sonne kommt wieder über den Horizont und wir strotzen nur so vor Energie. Egal wie schlecht das Wetter ist, wir machen uns täglich auf den Weg, um unsere Umgebung mit den hier bekannten Fjellski zu erkunden. Wir sind da jetzt ein bisschen weiter oben auf so einem großen Plateau, wo normalerweise die Hundeschlitten und die Skidos fahren. Man sieht da die Spur hinter mir. Und der Rundumblick da. Oh mein Gott, das ist echt. Oh, da kann man sich einfach nicht satt sehen. Wenn die Sonne dann langsam in den Horizont kommt und die Berggipfel so rosa einfärbt. Das ist echt. Oh, herrlich. Die Ausfahrten mit den Fjellski fühlen sich für uns an wie die neu gewonnene Freiheit. Wir haben weder ein Auto noch eine gute öffentliche Anbindung. Fahrradfahren ist bei so kalten Temperaturen auch nicht gerade verlockend. Aber mit Fjellski können wir endlich tiefer in das Hinterland eintauchen. Wir können über die gefrorenen Seen gleiten, den Spuren der Schlittenhunde folgen und bei minus 20 Grad die Wärme der Sonne genießen. Bevor wir hierher kamen, hatten wir noch nie von Fjellski gehört. Irgendwie sind sie eine Mischung aus alpinen Tourenski und klassischen Langlaufski. Sie vereinen jene Eigenschaften, die es uns ermöglichen, durch das norwegische Fjell zu wandern. Fjell, so nennt man die leicht hügeligen Weiten des skandinavischen Gebirges. Daher auch der Name Fjellski. Weil hier oben vermutlich jeder Norweger unzählige Paar Ski in der Garage stehen hat, finden wir über die Gebrauchtwarenbörse in Tromsø ein paar günstige Fjellski. Und unsere Nachbarn leihen uns ein paar Langlaufski. Seither sind wir ständig im Fjell unterwegs. Wir gehen da gerade wieder über einen tiefgefrorenen See. Rundherum Berge. Einfach nichts sonst, nur Natur. Es ist echt so traumhaft. An solchen Tagen wie heute haben wir echt das Gefühl, wir haben da unser Traumplätzchen gefunden. Es gibt natürlich ganz viele Tage, wo es wirklich schwer war im Winter, aber jetzt, seit die Sonne wieder zurück ist und es so herrlichen Schnee hat, haben wir echt das Gefühl, wir haben da den perfekten Ort gefunden für uns. Jetzt haben wir schon am Überlegen, ob wir nicht doch noch mal verlängern. Vielleicht auch bis Anfang Mai bleiben, weil die Skisaison, die soll bis Mai gehen. Wenn die Sonne dann, also bei schlechtem Wetter schaut das wieder anders aus, aber momentan ist das Wetter so genial.
Auch wenn das Skifahren unsere Lieblingsbeschäftigung ist, besteht unser Alltag aus viel mehr Tätigkeiten. Um uns mit Lebensmitteln zu versorgen, gibt es am Marktplatz unseres Dorfes ein kleines Geschäft. Hier kaufen wir nicht nur das Allernotwendigste ein, sondern der Shop wird auch zu unserem wichtigsten sozialen Treffpunkt mit den Menschen aus dem Dorf. Für Großeinkäufe sind wir jedoch auf Hilfe angewiesen. Der nächste große Supermarkt ist immerhin 40 Kilometer entfernt und bei den winterlichen Verhältnissen ist man für einen Einkauf gleich einen halben Tag unterwegs. Deswegen kaufen wir jedes Mal so viel ein, dass wir unsere Taschen kaum noch tragen können. Die Zeit in der Hütte nutzen wir auch, um an unserem immer größer werdenden Projekt Saddle Stories zu arbeiten. Wir drehen YouTube-Videos zu unseren Radreisen, schreiben Blogartikel und arbeiten intensiv an der Produktion unseres ersten Online-Reisevortrags über unsere 20-monatige Fahrradweltreise. Wer sich den gern ansehen möchte, findet den Link in der Videobeschreibung. Die viele Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, nutzen wir auch, um uns neue Fähigkeiten anzueignen. Ich bringe mir bei, wie man Sauerteigbrot, Laugenbrezen und Kornspitz bäckt. Reini experimentiert mit Nordlicht-Timelapses. Wir versuchen täglich etwas Norwegisch zu lernen und wir bekommen sogar die Gelegenheit zu erfahren, wie es sich anfühlt, mit Huskies Ski zu fahren. Trotz all dieser neuen Eindrücke und Beschäftigungen passiert es uns manchmal, dass uns die Decke auf den Kopf fällt. Dann hilft eine kurze Runde mit dem Fahrrad oder wenn sich die Gelegenheit ergibt, auch ein Tagesausflug nach Tromsø. Denn auch wenn wir die Natur und die Ruhe um uns sehr zu schätzen wissen, überkommt uns manchmal das Bedürfnis, unter die Leute zu kommen, den Trubel der Stadt zu beobachten und durch die belebten Gassen zu schlendern. Nachdem sich Reini die letzten Wochen intensiv und mit voller Begeisterung mit dem Fotografieren beschäftigt hat, verbringt er mittlerweile fast jeden Abend stundenlang in der Eiseskälte, um Nordlichter zu fotografieren. Heute Nacht sollen die Nordlichter besonders intensiv am Himmel tanzen und das kann auch ich mir nicht entgehen lassen. Es hat -22 Grad, wir haben uns ein kleines Loch gegraben, um vom Wind geschützt zu bleiben und tragen sämtliche Kleidung, die wir besitzen. Jetzt heißt es nur noch warten, bis die Show beginnt. Heute sind wir besonders aufgeregt, denn wir bekommen nicht nur Besuch aus Österreich von jemandem, den wir noch gar nicht kennen, sondern dieser jemand wird es uns ermöglichen, einen lang ersehnten Traum zu verwirklichen. So cool. Jetzt hat Christian aus Osttirol zu uns raufgekommen, ist ein Bergführer und hat uns im Bus unser ganzes Ski-Equipment, unser Touren-Ski-Equipment mitgenommen und jetzt gehen wir
auf Skitour. Skitouren gehen in den menschenleeren und unverspurten Bergen Norwegens. Der Blick auf den Fjord gerichtet. Davon hat vermutlich jeder, der in den Alpen gerne Skitouren geht, schon einmal geträumt. Christian hat sich bei uns gemeldet, weil er beruflich hier hochfahren musste und hat uns kurzerhand unsere gesamte Skitourenausrüstung aus Salzburg mitgenommen. Damit erfüllt er uns einen Traum. Denn so sehr wir das Skiwandern mit den Fjellski auch genießen, eine Skitour auf die umliegenden Berge kann das niemals ersetzen. Für uns ergeben sich plötzlich vollkommen neue Perspektiven. Zum ersten Mal stehen wir am Gipfel unseres Hausberges und können die Welt von oben sehen. Momentan sind wir aus tiefstem Herzen glücklich mit unserer Entscheidung, den Winter hier zu verbringen. Mit den Tourenski können wir direkt von unserer Haustüre auf den Berg gehen, hinunterwedeln und es uns danach in der Hütte gemütlich machen. Seit die Sonne zurück ist, bekommen wir immer öfter Besuch von Freunden und Verwandten und wir tun alles, um es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen. Dazu zählen auch ein Iglo und ein bequemes Schneesofa im Garten. You loved more than everything you gave for it. And I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend. Wir genießen es, unserem Besuch das nordische Leben zu zeigen, mit ihnen durch den tiefen Schnee zu stapfen und sie für ein paar Tage in unseren Alltag entführen zu dürfen. Und so vergeht die Zeit. Die Tage werden immer länger, die Temperaturen steigen und wir merken, wie mit dem langsamen Frühlingserwachen in uns der Wunsch wächst, unsere Reise mit den Fahrrädern fortzusetzen. Wir gehen eine allerletzte Skitour, um uns von unserem Hausberg und dieser surrealen, wilden Natur zu verabschieden. Die Welt um uns beginnt sich zu verändern. Wir beobachten, wie der Schnee langsam schmilzt und das Wasser in kleinen Bächen die Straße runterfließt, bis es eins mit dem Meer wird. Wir verabschieden uns von unseren tollen Nachbarn, bringen die ausgeborgten Langlaufski zurück und vereinbaren, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Die ersten Frühlingsboten sagen uns, es wird Zeit, unser Winterexperiment zu Ende zu bringen und die kleine, zauberhafte Hütte endgültig zu verlassen. Aus dem Flugzeug werfen wir einen letzten, dankbaren Blick auf jene Welt, die wir in den letzten 5 Monaten für uns neu entdecken durften. Und das,
Was uns nun erwartet, ist vermutlich genauso aufregend wie unsere Zeit in Norwegen. Mit unserem Zelt, Schlafsäcken und Fahrrädern im Gepäck geht es für uns nach Schottland. Doch bevor wir euch mehr über unsere Radreise durch Schottland erzählen, drehen wir ein kleines Q&A-Video über unsere Zeit in Norwegen. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und wir versuchen, auf die häufigsten Fragen ausführlich zu antworten.